Hallo liebe Zuschauer, danke für das Einschalten. In diesem Video möchte ich Ihnen eine interessante Geschichte vorstellen, die sich im vergangenen Jahr in der Region Krasnojarsk ereignet hat. Bleiben Sie gerne dran. Ende September 2025 verschwand im Gebiet Krasnojarsk die Familie Ussolzew spurlos. Der 64-jährige Sergei, die 48-jährige Irina und ihre 5-jährige Tochter Arina. Ihr Ausflug in Richtung des Berges Buratinka im Partisanenbezirk entwickelte sich zu einem Rätsel, um das sich auch ein halbes Jahr später sowohl offizielle Versionen als auch die wildesten Verschwörungstheorien ranken. Wie alles begann. Die Familie Ussolzew kam zur Ferienanlage Geosphäre im Gebiet der sogenannten Minsker Schleife im Kuturchin-Belogorje, entspannte sich in der Sauna, aß zu Abend und ging ruhig schlafen. Am Morgen, etwa am 28. September 2025, baten sie die Mitarbeiter der Ferienanlage um eine detaillierte Wegbeschreibung zum Berg Buratinka und fuhren anschließend mit ihrem Auto in die Berge, wobei sie ausdrücklich erklärten, allein dorthin aufzubrechen. Nach Angaben des Direktors der Ferienanlage führt zum Buratinka und zum Malvinka nicht nur ein einfacher Pfad, sondern nahezu eine vollwertige Schotterstraße, die regelmäßig von Touristen und UAS-Fahrzeugen genutzt wird. Alles wirkte wie eine gewöhnliche kurze Wanderung auf einer bekannten Route und niemand erwartete zu diesem Zeitpunkt etwas Außergewöhnliches. Verschwinden und erste Suchmaßnahmen. Der Kontakt zur Familie brach wenige Tage später ab. Erst am 1. Oktober wurde ihr Verschwinden gemeldet, als ihr älterer Sohn Danja sich gleichzeitig an 2 Polizeidienststellen wandte, in Sosnowo-Borsk und im Partisanenbezirk. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie bereits mindestens 2 Tage keinen Kontakt mehr aufgenommen. Am Rand der Siedlung Kuturchin wurde ein Suchhauptquartier eingerichtet. Rettungskräfte des Katastrophenschutzes, Polizei, Freiwillige, Jäger und Einheimische wurden zusammengezogen. In der ersten Woche der intensiven Suche waren über 1500 Personen beteiligt und die Gesamtlänge der abgesuchten Routen überschritt 7300 Kilometer. Eine der größten Suchaktionen in der Geschichte der Region Krasnojarsk. Was man in der Taiga fand. Die Suche fand unter schwierigen Bedingungen statt. Spätherbst, strömender Regen, Schnee, starke Temperaturschwankungen, fehlende Kommunikation und nahezu vollständige Blindheit von Drohnen und Wärmebildkameras in steinigen Schluchten. Freiwillige und Rettungskräfte untersuchten Geröllfelder, Spalten, Feuerstellen und sogar ein Bärenlager, fanden jedoch weder persönliche Gegenstände der Familie noch Spuren oder Leichen. Die einzigen entfernt relevanten Funde waren Hundespuren. Die Familie hatte einen Corgi dabei, die zwar frisch waren, aber nicht eindeutig zugeordnet werden konnten, sowie vereinzelte Spuren von Touristen, die möglicherweise Jahre zuvor entstanden waren. Nach Einschätzung der Suchkräfte ist das Gelände so beschaffen, dass man nur wenige Meter an einem Körper vorbeigehen kann, ohne ihn unter Schnee und Geröll zu bemerken. Die Version des Verschwindens der Familie Ussolzew erhielt zusätzliche Aufmerksamkeit durch den Fund ihres Autos und einer beträchtlichen Geldsumme, die bis heute als wichtiger Bestandteil der Geschichte gilt. Wo das Auto gefunden wurde. Einige Zeit lang befand sich das Fahrzeug der Familie, ein Crossover Skoda Kodiaq, weiterhin in der Taiga im Bereich der Minsker Schleife, wo die Familie ihre Wanderung begonnen hatte. Schließlich wurde das Auto entdeckt, versiegelt und anschließend in einen Bereich gebracht, der unter Kontrolle der Ermittlungsbehörden stand. Medienberichten zufolge wurde das Fahrzeug relativ nahe an der Ferienanlage Geosphäre und dem Ausgangspunkt der Route zum Berg Buratinka gefunden. Das deutet darauf hin, dass die Familie vermutlich nicht weit vom Ausgangspunkt entfernt gekommen ist. Diese Tatsache unterstützt die Annahme, dass das Unglück bereits zu Beginn des Weges geschah und nicht tief in der Taiga. Was im Auto gefunden wurde.
Bei der detaillierten Untersuchung des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler Taschen, eine Damenhandtasche, einen Kindersitz und andere persönliche Gegenstände. Fast keine touristische Ausrüstung wurde gefunden. Ein indirekter Hinweis darauf, dass die Familie mit einer schnellen Rückkehr rechnete und keine längere Tour mit Übernachtung plante. Der aufsehenserregendste Fund war jedoch ein Versteck mit Bargeld. In einer verborgenen Ablage unter dem Lenkrad fanden die Ermittler etwa 600.000 Rubel. Medien und die Nachrichtenagentur TASS berichteten, dass das Geld getrennt von anderen Gegenständen aufbewahrt wurde, als ob Sergei Ussolzew es gewohnt gewesen sei, größere Summen im Auto zu lagern. Warum das Geld blieb, die Familie aber verschwand? Experten und Bekannte berichten, dass Sergei Unternehmer war und ein Werk für Pulverlack leitete. Für ihn sei es durchaus üblich gewesen, Geld im Auto aufzubewahren. Angehörige bestätigten, dass er häufig Bargeld im Fahrzeug ließ und darin nichts Gefährliches sah. Diese Tatsache führte zu mehreren Hypothesen. Die Familie plante, noch am selben Tag zurückzukehren. Daher nahmen sie weder Geld noch größere Gegenstände mit. Ein Raubmotiv erscheint unwahrscheinlich. Wären Täter auf Geld aus gewesen, hätten sie sowohl das Fahrzeug als auch das Bargeld mitgenommen. Die Ermittlungsbehörden erklärten offiziell, dass der Fund der Geldsumme die Hauptversionen nicht verändert. Ein Unfall in den Bergen oder ein anderes tragisches Ereignis in der Taiga bleiben die zentralen Arbeitshypothesen. Einordnung in das Gesamtbild. Der Fund des Autos und der 600.000 Rubel wurde zu einem der Schlüsselmomente, der das mediale Interesse an der Geschichte aufrecht erhält. Videoblogger und Telegram-Kanäle betonen häufig, alles Wertvolle blieb im Auto, also hatten sie nicht vor, lange zu verschwinden. Ermittler schließen zugleich nicht aus, dass jemand das Fahrzeug erst später bewegt haben könnte, nachdem die Familie bereits verschwunden war. Bestätigte Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Diebstahl gibt es jedoch bis heute nicht. Offiziell bleibt die Annahme bestehen, dass sich das Schicksal der Familie in den Bergen entschied, während Auto und Geld lediglich das öffentliche Interesse verstärken. Versionen und Gerüchte. Es wurde ein Strafverfahren wegen des spurlosen Verschwindens eingeleitet. Zu den offiziellen Versionen zählt ein Unfall, ein Sturz in die Geröllfeld, ein Absturz oder eine tödliche Verletzung, bei der der Körper von Schnee bedeckt oder in Felsspalten verborgen worden sein könnte. Tourismusexperten weisen darauf hin, dass es auf dieser Route zahlreiche Einbrüche von bis zu 10 Metern Tiefe gibt, in die man bei schlechter Sicht leicht fallen kann. Neben den offiziellen Versionen entstanden zahlreiche inoffizielle Theorien. Einige Rettungskräfte und Journalisten vermuten, die Familie könnte auf eine abgeschiedene, altgläubige oder sektenartige Gemeinschaft in der Taiga gestoßen sein. Ortskundige und Experten halten dies jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Solche Gemeinschaften verstecken keine Fremden und ein Kontakt würde schnell bekannt werden. Auch mystische Gerüchte fehlen nicht. In der Gegend seien angeblich ungewöhnliche Lichterscheinungen am Himmel beobachtet worden. Kritiker im Internet vergleichen den Fall mit dem Djatlov-Pass-Vorfall im Sinne eines spurlosen Verschwindens. Diese Versionen sind zwar nicht bestätigt, verstärken aber die Aufmerksamkeit erheblich. Aktueller Stand der Ermittlungen. Bis Januar 2026 haben Ermittler und Rettungskräfte das Gebiet um den Berg Buratinka und die Minsker Schleife weitgehend abgesucht. Im Februar wurden die Suchmaßnahmen aufgrund von Schnee und schlechtem Wetter vorübergehend eingestellt, später jedoch in gezielter Form wieder aufgenommen. Man begann auch Keller, verlassene Hütten und Wirtschaftsgebäude entlang der Route zu überprüfen. Das Ermittlungskomitee hat öffentlich die Version verworfen, die Familie sei geflohen oder nach Kanada ausgewandert und betont, dass ein Unglück in den Bergen die Hauptannahme bleibt.
Gleichzeitig wird ein kriminelles Szenario, einschließlich eines möglichen Angriffs oder einer Entführung, nicht vollständig ausgeschlossen, jedoch fehlen bislang bestätigte Beweise. Der Stand heute. Zu Beginn des Frühlings 2026 ist die Familie Ussolzew weiterhin nicht gefunden worden und es gibt keine bestätigten Spuren. Die Suche wird in eingeschränkter Form fortgesetzt. Rettungskräfte und Freiwillige durchsuchen weiterhin schwer zugängliche Gebiete, doch jeder neue Einsatz wirkt zunehmend wie ein symbolischer Akt des Gedenkens, statt wie eine reale Hoffnung, Überlebende zu finden. Für die lokale Bevölkerung ist der Fall bereits zu einer Art Symbol geworden, für eine Region, in der Menschen spurlos verschwinden können. Im Internet gilt er als ein weiterer russischer Djatlov-Fall mit offenem Ausgang. Was genau mit Sergei, Irina und der 5-jährigen Arina in jenen Septembertagen geschah, scheint bislang nur die Natur zu wissen. Und selbst sie hat offenbar keine greifbaren Spuren hinterlassen.